Mein YouTube-Kanal wurde gehackt. Ja, das ist wirklich passiert. Wie es dazu gekommen ist, was die Folgen sind und wie das Ganze rückgängig gemacht werden konnte, das erzähle ich euch hier in diesem Video. Bleibt also unbedingt dran, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt und vielleicht auch später mal selber Hilfe braucht. Ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel gemacht, damit ich nichts vergesse. Wie ging das Ganze los? Also zuerst habe ich es bemerkt, als meine Videos plötzlich auf privat geschaltet worden waren. Und ich habe das natürlich gleich rückgängig gemacht, dachte mir aber, ist schon ein bisschen merkwürdig, denn ich habe das definitiv nicht gemacht. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt aber auch schon vorstellen, dass mich jemand gehackt hat. Und zwar habe ich dann natürlich sofort die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet. Die hatte ich zwar vorher schon irgendwie eingerichtet gehabt, aber ich habe da nochmal was dran verändert. Und ich habe auch noch die Passwörter von meinem Zugangs-E-Mail-Account geändert. Und einen Tag später war das Malheur passiert. Ich kam von der Arbeit wieder gegen 19 Uhr und sah auf mein Handy und entdeckte auf Instagram die Nachricht von einem meiner Follower, der mir sagte, hey, ich glaube, du bist gehackt worden, dein Kanalname wurde geändert und vor allem wurde da ein Livestream gestartet und in dem Livestream wurden irgendwelche Sachen gezeigt, die ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die von dir kommen. Die waren auch verboten auf YouTube und YouTube hat natürlich sofort reagiert und hat den Kanal gesperrt und zwar komplett. Ich konnte gar nicht mehr drauf zugreifen. Also nicht nur auf den Kanal, sondern ich konnte auch keine Videos mehr kommentieren von anderen und so weiter und so fort. Und deswegen, um diese ganze Sache aufzuklären und zu sagen, hey, das war nicht ich und auch um euch zu erklären, falls ihr selber mal in die Situation kommt, wie ihr da wieder rausfindet und wie ihr den Kanal wieder entsperren lassen könnt, wenn ihr selber gehackt werdet. Dazu soll dieses Video hier dienen. Ich habe mir dazu extra mal einen ruhigen Platz hier gesucht. Gut, ruhig ist mehr oder weniger ruhig. Hier hinter mir ist eine Straße, da drüben sind 4 Eisenbahnschienen, also Als ich die Kanalsperrung dann schließlich feststellte, war es eigentlich schon zu spät. Das Unglück war passiert. Man bekommt dann von YouTube eine E-Mail geschickt, in der drin steht, hey, wir haben deinen Kanal gesperrt wegen verbotener Inhalte. Und das nächste, was drunter steht, ist, folgen Sie diesem Link, wenn Sie meinen, dass Sie zu Unrecht gesperrt wurden. Dort kommt man dann auf eine Formularseite und da kann man ein paar Daten eingeben und damit erstmal mit dem Support in Kontakt treten. Ich hatte das Glück, dass ich durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ich vorher eingerichtet hatte, wieder Zugriff auf meinen Google-Account bekommen hatte. Das heißt, der war zumindest erstmal sicher und ich konnte wirklich darauf zugreifen. Wenn ich darauf keinen Zugriff gehabt hätte, wäre es noch mal schwieriger gewesen. Auch das war nicht komplett einfach, auch das ging nur über einen Link, der von YouTube zur Verfügung gestellt wurde im Bereich Kontosicherheit. Dort kann man sein Konto zurückerlangen, wenn einem der Zugang dazu genommen wurde. Auch da gibt es ein spezielles Feature dazu, finde ich auch sehr gut, dass sie daran gedacht haben. Nutzt dafür unbedingt einen anderen Rechner oder ein anderes Handy. Und die nächste Straßenbahn. Aber das reichte mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Natürlich ist man in so einer Situation komplett aufgelöst, wenn man so viel Energie und Arbeit in so einen Kanal reingesteckt hat wie ich. Ich habe daher auf Twitter und auf Instagram ein Statement verfasst und erstmal meinen Followern gesagt, bitte klickt nicht auf irgendwas drauf, was euch gezeigt wurde von irgendeinem Fremden, der nicht ich bin, ich wurde gehackt. Das ist erstmal ziemlich wichtig, da Klarheit zu schaffen, nicht, dass irgendjemand den Fehler begeht und da noch draufklickt. Das Zweite war, dass ich halt auch gesagt habe, wer kann mir helfen? Da kamen tatsächlich auf Twitter einige Nachrichten reingeflattert und eine davon, die hat mir wirklich sehr geholfen. Das war der Link zu Team YouTube. Team YouTube, das ist ein Twitter-Account, der sich genau um solche Probleme kümmert. Das ist wirklich ein Twitter-Account, der zu YouTube direkt gehört. Willkommen in der Großstadt. Und da habe ich diesen Twitter-Kanal direkt kontaktiert und habe gefragt, hey, Folgendes ist passiert, ich wurde gehackt, könnt ihr mir eventuell helfen, das YouTube irgendwie mitzuteilen, dass ich entsperrt werde? Und da haben die gesagt, klar, da gibt es ein Formular, das ist speziell für diesen Zweck, aber dafür brauchst du einen Gmail-Account. Und ich dachte mir so,
Ich habe mein Konto damals mit einem völlig anderen Account erstellt. Ich hatte nie einen Gmail-Account. Wo soll ich jetzt einen Gmail-Account hernehmen? Also habe ich mir einen Gmail-Account eingerichtet und dann habe ich tatsächlich Zugang auf dieses Formular bekommen über eben diesen Twitter-Account. Die haben direkt mit YouTube Support Kontakt aufgenommen, haben das in die Wege geleitet und das war richtig gut organisiert. Das hat absolut tadellos funktioniert. Also Daumen hoch dafür. Und schließlich habe ich dann am nächsten Tag das Formular ausfüllen können und einen Tag später hatte ich den Zugang zum Account zurück. Er war entsperrt. Alles super, so weit, so gut. Auch dazu möchte ich gleich noch was sagen. In dem Formular musste man natürlich auch ein paar Sachen angeben, die privater Natur sind, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Kopf hat. Zum Beispiel, wann wurde der Kanal erstellt, wie ist der Link zum letzten Video, was hochgeladen wurde, in welchem Land wurde der Account erstellt und haufenweise solcher Sachen, die man halt jetzt nicht unbedingt im Kopf hat. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man Zugang zu dem E-Mail-Konto hat, über das man vorher den YouTube-Account eingerichtet hat, denn dort kommen die ganzen E-Mails an, die teilweise Informationen dazu enthalten. Und da kommt der nächste Zug. Willkommen in der Großstadt. Ich gebe euch nachher auch noch ein paar Tipps zur Sicherung eures eigenen YouTube-Accounts, aber jetzt erstmal weiter in der Story. Jetzt hatte ich den YouTube-Kanal zurück und jetzt musste ich natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Was ist noch da, was fehlt? Was mir als erstes auffiel, natürlich ist der Kanalname immer noch geändert, natürlich ist auch das Bild geändert, die ganzen Hintergrundbilder sind geändert, alle Playlists sind nicht mehr auf der Kanalseite verfügbar, die Beschreibungstexte meiner Kanalinfo sind weg, die Kontakt-E-Mail-Adresse, alles das, was persönliche Sachen sind komplett gelöscht gewesen. Die musste ich natürlich erstmal wieder neu verfassen. Da hilft es, wenn man dafür eine Sicherung angefertigt hat, wenn man die ganzen Bilder alle nochmal da hat. Das ist absolut kein Problem gewesen, das wiederherzustellen, denn das hatte ich alles gespeichert. Was mir allerdings auch auffiel, war, dass zum Beispiel die Kommentare fehlten. Also alle Kommentare, die ich jemals unter irgendwelchen Videos von anderen Creatoren gemacht hatte, waren weg. Alle. Nada, niente. Das zweite war, dass ungefähr 1/3 meiner Videos gar keine Kommentare mehr enthielt, obwohl definitiv ziemlich viele drunter gewesen waren. Auch da alles leer. Und ich dachte schon, schade. Du musst komplett alles neu anfangen. Und ja, das ist für kleine Creator wie mich wirklich ein Problem, weil der Algorithmus dadurch natürlich getriggert wird, auch durch die Anzahl von Kommentaren, völlig logisch. Alle Videos waren noch da, auch meine Playlists waren noch da und alle Videos in den Playlists waren auch noch drin. Was ich natürlich nicht gesichert hatte, waren alle Untertitel. Und da habe ich natürlich jetzt angefangen, alle Untertitel nochmal extra zu sichern, damit die, falls sowas nochmal passiert, eben nicht verschwinden, nicht weg sind, falls irgendwann mal irgendein Video aus irgendwelchen Gründen gelöscht wird. Was genau ist denn nun passiert? Wie kam es eigentlich zu dem Hack? Nun, ich hatte meinen Rechner komplett neu aufgesetzt und musste dafür natürlich, weil es ein anderes Betriebssystem war, auch neue Programme runterladen. Das heißt, ich habe ein paar Programme, die halt frei verfügbar sind, wie Paint.net oder EarthInView oder andere Programme, runtergeladen aus dem Internet und dabei ist wohl irgendwo ein Virus mit reingerutscht. Also wir haben auf dem Rechner schlussendlich 3 Trojaner gefunden und ein Streuvirus und eins davon wird wahrscheinlich dafür verantwortlich gewesen sein, dass ein Bot unerkannt auf den Rechner gelangen konnte, sich sämtliche Passwörter kopieren konnte und damit, ohne dass ich es bemerkt habe, den YouTube-Account übernehmen konnte. Ich habe auf der Zugriffsliste diesen Zugriff nicht gesehen. Das heißt, jeder Login, der normalerweise von einem anderen Gerät kommt, wird normalerweise angezeigt auf YouTube oder Google und gespeichert als neuer Zugriff von neuem Gerät und das ist in dem Falle eben nicht passiert. Mir wurde kein neuer Zugriff angezeigt von dem neuen Gerät. Das heißt, es muss irgendwie anders funktioniert haben. 3 Programme haben mir sehr geholfen. Malwarebytes, Spybot Search and Destroy und GData. Und dazu muss ich sagen, alle 3 haben ihren Job gemacht. Alle 3 haben Teil der Viren gefunden und entfernt, aber am allerbesten war wirklich GData. Und ich will hier keine Werbung machen, aber das hat mir wirklich den Arsch gerettet.
Die Sonne geht langsam unter, deswegen jetzt schnell noch, was könnt ihr zu eurer Sicherung machen? Und das zeige ich euch jetzt auf meinem Rechner zu Hause. Wie ich schon sagte, hängt viel davon ab, ob ihr noch Zugriff auf euer Google-Konto habt oder eben nicht. Im Abschnitt Sicherheit könnt ihr dort alle notwendigen Änderungen vornehmen. Das wichtigste Helferlein ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung, aber mindestens ebenso wichtig sind eine zweite Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse, eine zweite Wiederherstellungstelefonnummer, Backup-Codes zum Ausdrucken, Sicherheitssoftware aktuell zu halten und kein Mist runterladen, den man nicht kennt. Und die Odyssee nimmt ihr Ende. Natürlich sind nach 3-4 Tagen auch alle Kommentare wieder da gewesen. Gott sei Dank. Und nicht nur die auf den anderen Kanälen, sondern auch auf meinem eigenen Kanal. Abschließend kann ich sagen, es ist ein Schrecken mit Ende gewesen, aber ich kann euch allen nur sagen, sichert eure Kanäle. Wirklich ernsthaft. Legt euch ein Antivirusprogramm an, lasst euren Rechner regelmäßig auf Trojaner checken. Es kann euch im schlimmsten Falle sonst tatsächlich genauso ergehen wie mir. Und was kann man noch machen? Unterstützt die kleinen Kanäle, lasst ein kostenloses Abo da, liked die Videos, wenn sie euch gefallen oder lasst auch gerne einen Kommentar da. Das hilft uns kleinen Kanälen wirklich sehr. Und ich möchte auch nochmal allen danken, die mich in dieser schweren Woche unterstützt haben, die mir Nachrichten geschickt haben auf Twitter und auf Instagram und mich seelisch wirklich unterstützt haben. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Also auch noch meinen herzlichen Dank an alle, die da für mich da waren. Und damit sage ich erstmal Tschüss, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video.